Die Leinen sind los. Die zwei fahren noch zum Tanken. Wir warten noch ein bisschen. Und tschüss. Weg, weg. Bis gleich. Es geht in die Heimat nach Decklink. Es geht los, krieg sie ab. Erst die vordere Leine. Der Wind steht günstig, der treibt uns jetzt von alleine raus. Brauchen wir gar nicht so viel machen. Bisschen Bugstrahl. Es war wieder sehr schön hier gewesen. Gestern Abend hatten wir ein paar Regentropfen, aber das war auch nicht schlimm. Wir haben ja sonst den ganzen Urlaub lang nicht ein einziges Mal. Doch, ein Gewitter hatten wir. Ansonsten hatten wir durchgehend Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Hier ist auch ein Schiff, wo ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind. Drücker, die wollen ja alle tanken. Okay. Dann kann ich alles klar Schiff machen. Marina macht noch klar Schiff. Sieht relativ kabbelig aus draußen. An der Tanke war es zu voll, da haben noch mehrere gewartet. 1,54 war zwar ein günstiger Preis, aber wir haben noch genug drin. Vorne ist die Kettelbrücke und da müssen wir hin. Und dann sind wir aus dem Eiselmeer schon wieder raus. Es hat uns wieder sehr gut gefallen. Und wir kommen jederzeit wieder nach Urk. Oh, die Maschinen sind noch gar nicht warm, ne? Genau, Maschine warm laufen lassen, ganz wichtig, aber dann geht's endlich los. Anfang des Urlaubs transportiert wurde, steht jetzt schon da, ist schon montiert. Muss ich aufpassen, dass ich nicht nass werde. Und 2,6 drehen die Maschinen locker. 52. 53, 53, 1. 53, bleibt bei 53. 53,1 km/h. Das sind fast 29 Knoten. Mehr haben wir bisher noch nicht geschafft. Frank hat auch noch mal Vollgas gegeben, deshalb haben wir noch nicht gekriegt. Ein Traumwetter. Wir genießen die letzten Minuten. Gleich ist es vorbei mit Schnellfahren in diesem Urlaub. Das war's mit Schnellfahren. Hier eine Einfahrt Richtung Alte Roggebotschleuse. Kürzen wir jetzt komplett ab und fahren an den Flachwassertunnel lang. Das geht ohne Probleme. Marina genießt die Sonne auf dem Vordeck. Es ist hier bald vorbei. In 1,5 Stunden sind wir wieder zurück im Heimathafen. Wir sind heute früh losgefahren und haben noch nichts gegessen. Das wird jetzt nachgeholt bis zur Schleuse. Dankeschön. Bei unserer Rückfahrt in den Heimathafen kommen wir auch wieder an die alte Roggenbootschleuse vorbei. Ja, da weist uns ein, dass wir durchfahren dürfen. Man sollte hier besonders langsam fahren. Hallo.
Steht net voor de brug op een potje te wassen. Steht net voor de brug te wassen op een potje. Geen volle graag. Ja. Hast du verstanden? Die Bauarbeiten gehen ja hier ruckzuck voran. Man soll hier sehr langsam fahren, besonders langsam. Ihr riecht es nach Gas. Das weiß ich nicht. Riesenarbeitsschiff. Wir tuckern jetzt langsam auf die Rewe-Schleuse zu. Von der Gegenseite ist ein Bruchschiff reingefahren und wird geschleust. Das dauert also noch ein bisschen. Dann sparen wir uns das Rumgurken oder Anlegen vor der Schleuse. Das kann ich gut im AS sehen. Wir sind an der Rewe-Schleuse angekommen und können dann auch gleich einfahren. Berufsschiff ist raus aus der Schleuse. Wir kriegen grün und können dann nach und nach alle reinfahren. Wir benutzen wieder unser Headset. Wir haben im Urlaub festgestellt, dass das eine ganz feine Sache ist und wirklich hilfreich beim Anlegen, Ablegen, wenn man sich untereinander verständigen muss. Wir drängeln uns mal vor. Jürgen, geh mal bitte am Backbord. So, ich habe das schon mal vorbereitet in meinem Enterhaken und warte jetzt auf die Anweisung vom Captain. Den kleinen oder den dicken? Den kleinen. Da musst du weiter vorne ran. So. Ich habe vorne fest, Jürgen hat hinten fest und wir liegen sicher an der Schleusenwand. Ja, alles sehr entspannt heute. Wir sind nur zu dritt in der Schleuse. Ist alles sehr einfach. Tor geht auf. Jetzt können wir durchfahren bis de Klink. Unsere letzte Schleuse in diesem Urlaub. Und Anna ist auch ganz neugierig und riecht schon die Heimatluft. Da stehen die nächsten. War ein schöner Urlaub. Hat uns super gefallen. Alles geht mal zu Ende. Bis auf einen einzigen Regenguss. 3 Wochen schönes Wetter. Besser kann es eigentlich nicht gehen. Und wir haben jetzt noch ungefähr eine Stunde bis de Klink. Und dann war's das. Schade. Ich könnte jetzt noch 2, 3 Wochen dranhängen. Ja. Kurz nach der Rewe-Schleuse ist hier ein kleines Restaurant. Da haben wir auch schon mal gegessen. Das ist auch sehr lecker. Kann man auch empfehlen. Die haben auch einen Anlegesteg mit Strom. Da könnte man ja auch mal mit dem Boot hinfahren zum Essen, wenn man das wollte. Hier sind Hütten, die man mieten kann, so Chalets. Die Freizeitaktivitäten sind schön in Holland. Die letzte Brücke, die Elburger Brücke, die sieht von weitem immer so niedrig aus, aber wir wissen ja, dass es passt. Die wird sogar geöffnet, aber nicht für uns. Wir fahren an der Seite durch. In Nordrhein-Westfalen haben die Ferien begonnen und in manchen anderen Bundesländern auch. Und die ganzen Campingplätze sind ringsherum hier in Holland schon voll. Ja, sind noch vereinzelt ein paar Plätze, die man noch kriegen kann, aber schon sehr gut besucht. Hier der Schwan mit seinem Nachwuchs. 4 Stück an der Zahl. Am Veluwe-Meer ist auch ein wunderschöner Strand. Ist ganz schön mit Schilf zugewachsen. Aber das ist eine schöne Brutstätte für die Vögelchen. Hier ist der FKK-Strand. Und da sieht man schon die ersten Chalets von de Klink. Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Klar und deutlich? Ja, ich auch. Ja. So, da sind wir wieder in de Klink. Jürgen und Marina, Frank und Claudia beenden jetzt ihren 3-wöchigen Urlaubsturn. Und ich filme einfach mal, wie die bei herrlichem Wetter jetzt wieder in den Hafen reinfahren. Ja, da hinten sieht man auch schon den Jürgen, also die Booter on Tour. Kommen jetzt gleich mit der schönen Brom 41 reingefahren. Ich sehe, die Marina hat auch ihre Mickey-Mäuse auf, damit die einmal frei mit dem Jürgen sprechen kann. Hallo. Ich will aber noch nicht.
will weiter Urlaub machen. Ich will weiter Urlaub machen. Hier ist dieses Wochenende das DEFCON Festival. Da sind Unmengen von Leuten unterwegs hierher, die auch an unserem Hafen vorbeifahren. Es gibt sogar Leute, die kommen mit dem Boot hierher und wollten sich einfach mal auf die freien Liegeplätze legen. Ja, da sehen wir die Brom in ihrer ganzen Größe. Hi Peter. Ja, unsere Seite ist jetzt doch ein bisschen voller geworden. Es ist natürlich nicht größer geworden, die Plätze hier, als wir beim Rausfahren. Aber der Jürgen hat das im Griff, hat auch Bug- und Heckstrahlruder. Von daher ist das Ganze kein Problem, auch wenn man so ein großes Boot fährt. Ah, Marina bereitet schon den Ausstieg vor. Frank und Claudia kommen auch rein. Die haben den etwas bequemeren Steg. Aber auch wenn es nicht so wäre, die sind ein eingespieltes Team und das ist gar kein Problem für die beiden, auch ohne Hilfe einfach alleine anzulegen. Die Routine macht halt auch viel aus und die haben die beiden. Ah, wie das bei Bootern so üblich ist, vom Nachbarboot kommt schon jemand zur Hilfe dazu. Aber wie gesagt, so ganz wirklich nötig ist es nicht. Das hätten sie auch so hingekriegt. Ah, Frank macht das besonders cool. Oh, bei uns hier hinten ist verdammt viel Gras. Oh, diese schweren Leinen. Bin ich froh, wenn ich nicht mal die schweren Leinen nehmen muss. Stopp! Und Jürgen und Marina sind auch schon soweit. Die haben es auch locker hingekriegt. Wie immer laufen die Motoren noch, aber das ist auch richtig und gut so, weil die Motoren werden erst ausgeschaltet, wenn das Schiff sicher am Steg fest liegt oder am Liegeplatz oder vor Anker, wie auch immer. Von daher dann erst die Motoren aus und nicht eher. Der Service ist zugunsten des Filmens weggefallen. Gut, wir kriegen das auch alleine hin. Ja, eben. Habe ich auch so kommentiert. Na, dann zieh mal fleißig. Ziehen. Dann hat das da rumgeschlungen, würde ich mal sagen. Nein, hat keiner drum geschlungen. Nee? Nein. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Keine Lust. Ich würde am liebsten wieder abfahren. Ja. Das war so schön. Na Anna, haben wir es geschafft? Erst mal Pipi machen und zum Strand. Mach das mal. Zack, schon entspannt unterwegs. Das Genau. ist ja toll. Wir liegen wieder in der Klink. Wir haben noch das Wochenende vor uns. Und dann geht es wieder nach Hause. Jetzt gibt es noch ein Anlegebier beim Peter. Der hat seinen Urlaub noch vor sich. Na du? Hm? Alles gut? Ups. Oh. Jetzt hätte er mich fast ins Wasser geschubst, der Hund. Die Merlein ist auch angekommen. Super Urlaub, oder? Perfekt. Hat alles wunderbar funktioniert, nichts ist kaputt gegangen, hatten super Wetter, gute Bedingungen zum Fahren, also alles in allem perfekt. Hat richtig Spaß gemacht.